Wir sind hier im Kulturzentrum Ringlockschuppen in Mülheim an der Ruhr. Herzlich willkommen, Richard Dawkins. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen führen können. Sie werden hier heute Abend Ihr neuestes Buch vorstellen. Ihr Buch heißt Die Schöpfungslüge. In diesem Buch tragen Sie alle wissenschaftlichen Belege ganz minutiös zusammen, die Belege für die Evolutionstheorie nach Darwin. Wie ich von diesem Buch gehört habe, war so spontan mein erster Gedanke, wozu dieser Aufwand? Also wer bestreitet denn heutzutage noch ernsthaft die Evolutionstheorie? Deshalb meine Frage an Sie, was war die Motivation für dieses Buch? In a country like Switzerland, you probably don't need it, but in the United States of America, it is important because more than 40% of the American population not only doubt evolution, but actually think the world is young, actually think the world is only about 6,000 years old. Now that's a very, very big error. So there is an important reason to write a book like that, purely from a critical point of view. But I don't want to be too critical because I want to say that the evidence for evolution is just enthralling and thrilling and exciting in its own right. And so mostly I want the book to be seen as a positive book, and so it should be enjoyed by people even if they already agree with it. They should enjoy it, and maybe I hope they'll learn something from it as well. Also, dass man das Buch genießen kann, das kann ich bestätigen. Es zeigt wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf eine Art, wie man sie auch als Laie versteht. Sie haben jetzt gesagt, über 40% in den USA sind Kreationisten in dem Fall? That figure goes back to the 1980s. It's a fairly consistent figure. It varies 40, 41, 44, 45. Yes, it's a fairly consistent figure. It has political significance, I think. I mean, people identify their fundamentalist religion with their right-wing politics, which again is a thing we're not really very familiar with in Europe. Sie haben am Ende des Buches auch Tabellen drin. Da habe ich dann schon gestaunt und habe dann doch merken müssen, wahrscheinlich braucht es das Buch doch, wo Sie Umfragen zitieren. Einfach als ein Beispiel, es wurden Umfragen gemacht, ob die Leute dem Satz zustimmen, die Menschen, wie wir sie heute kennen, haben sich aus älteren Tierarten entwickelt. Da sagen in Großbritannien, also wo Sie herkommen, 79% sagen, ja, das stimmt. 13% bestreiten das, 8% sagen, sie wissen es nicht. In Deutschland 69% sagen ja, 23% sagen, nein, das stimmt nicht. Also Menschen haben sich nicht aus älteren Tierarten entwickelt, 8% wissen es nicht. Und jetzt in der Schweiz sind wir im unteren Drittel, ich habe wirklich gestaunt, 62% nur sagen, ja, das stimmt. In der Türkei sind es gar nur noch 27%. Also offensichtlich, ich habe wirklich gestaunt, weil ich gedacht habe, also heutzutage, das hat sich doch durchgesetzt, diese Meinung. Sind es denn vor allen Dingen christlich-evangelikale, die die Evolutionslehre immer noch bestreiten? The figure from Switzerland that you quote is, of course, slightly less good than in other parts, than Scandinavia, for example, but it's still a lot better than in the United States and a lot better than in Turkey. You'd expect it for Turkey, an Islamic country. I don't know whether, I think it mostly is religion, yes, although if you look at some other figures in the same survey that you quote, in Britain, for example, I think it's something like 19% think it takes 1 month for the Earth to orbit the Sun. And I think it's 27% who think that humans coexisted with dinosaurs. So this is a general ignorance of science. I think it's not only driven by fundamentalist religion. Da müsste man sich wahrscheinlich die Frage stellen, was macht man da falsch? Auch in der Schule, dass offensichtlich naturwissenschaftliche Kenntnisse sich nicht besser verbreiten. Aber bevor wir jetzt hier weiter diskutieren, möchte ich ganz kurz unterbrechen. Wir haben einen kleinen Filmeinspieler vorbereitet und den schauen wir uns jetzt an. Am Anfang war nichts. Und irgendwann wurde was. Nur wann, wo und vor allem wie? Darüber streiten Wissenschaftler seit Generationen. So auch der Evolutionsbiologe Richard Dawkins in seinem neuesten Buch Die Schöpfungslüge.
Basierend auf Charles Darwins berühmtem Werk Die Entstehung der Arten spricht er vom egoistischen Gen als dem Motor der natürlichen Selektion. Der stärkere, bessere, intelligentere setzt sich durch und so entsteht vielfältiges und immer komplexeres Leben. Aber die Evolution hat kein höheres Ziel. Hinter ihr steht kein intelligentes Design und deshalb kann es für den streitbaren Atheisten Dawkins auch keinen Gott geben. Man kann nicht wirklich beweisen, dass etwas nicht existiert. Aber es gibt viele Sachen, von denen wir nicht glauben, dass es sie gibt, obwohl wir das auch nicht beweisen können. Wie Einhörner, Feen, Kobolde. Gott ist auch so. Wir können nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Aber das macht ihn trotzdem nicht sehr wahrscheinlich. Vor 3 Jahren erschien Richard Dawkins' Bestseller Der Gotteswahn. Darin bestreitet er nicht nur die Existenz Gottes, sondern er bezeichnet Religion als kulturelles Konstrukt, das sich wie ein schädliches Virus verbreitet und in den Köpfen der Menschen festsetzt. Dagegen kämpft Dawkins an, als Wissenschaftler und als Staatsbürger. Ja, Richard Dawkins, Sie gehören zweifellos zu den schärfsten Religionskritikern der Gegenwart. Was hat Sie zu dieser Haltung gebracht? Haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht mit Religion? No, I mean, I was brought up in a free-thinking household and I was sent to Anglican schools, but the Anglican religion is a very benign form of the virus. It's not a malignant form. So no, I couldn't say that I had religion thrust down my throat. I care passionately about the truth. And I think that the scientific truth is beautiful. By the way, to pick up on something that you said before the break, I think that science education does have a lot to answer for, and I think we do need to make science more exciting to children, perhaps less of a sort of school textbook subject. Look at how thrilling science is. Look at the wonder of science. That was always what motivated me. It is so exciting to understand how the universe really works. And in the 21st century, in the 20th century, we really do have the chance to do that. And so the little tin pot idea of the universe that was fed to us as in our religious education, it's just so paltry, so small, so demeaning. That's what really got me about it. Aber glauben Sie denn, dass Naturwissenschaft alle Fragen klären kann? I do not think that scientists can answer all questions, but I don't think anybody else can. Und es könnte auch nicht sein, dass sich verschiedene Perspektiven, zum Beispiel die naturwissenschaftliche und die, ich sage jetzt religiöse oder die philosophische, dass die sich ergänzen? Dass die vielleicht zusammen dann mehr erklären können, als es eine Wissenschaft allein kann? No, I think that there are plenty of other perspectives that do give illumination. A poetic perspective, a literary perspective, a historical perspective, a sociological perspective. Religious perspective, it seems to me, has absolutely nothing to contribute. Wie wurde denn in Ihrer Familie umgegangen mit Religion? My family were never particularly interested in religion. I was nominally brought up in the Anglican Church, but that means nothing really. And as I said, I went to Anglican schools, went to chapel every Sunday. But as I said, that is a benign form of the virus. Es gab nicht irgendein Schlüsselerlebnis, was Sie dazu gebracht hätte, jetzt Atheist zu werden. Das hat sich irgendwie langsam verfestigt. No, I would say there were a couple of key moments. Maybe a key moment when I was about 9, when I realized, I think talking to my mother, that there are lots of different religions, and the Christianity that I was brought up with was only one of many. So it immediately became obvious to me that if I'd been brought up in a different country, my religion would have been different. And so that shook my confidence in the religion that I was brought up in. But then I reverted to a kind of deism, where I thought, well, there must be some creator of all this wonderful complexity of life. And I persisted with that and was even confirmed in the Church of England at the age of 13. But then at the age of about 15 or 16, I rather abruptly realized that Darwinian evolution does explain all the beauty, the complexity, the elegance of life. And that was a rather sudden loss of religion for me. At that point I lost religion completely.
Warum haben Sie dann gerade Biologie studiert? Was hat Sie an diesem Fach fasziniert? Well, I became fascinated by biology long after I started studying it. So it wasn't really until my second year at university at Oxford that I became truly hooked on biology. I drifted into it at school. Pretty much, the word drift is about right. I mean, my father had read botany at Oxford, and so I kind of followed in his footsteps. But I was a rather late developer as far as getting a real enthusiasm for biology is concerned, not until university. Aber was Sie daran fasziniert, ist schon, dass man vieles erklären kann, wie die Welt funktioniert. Precisely. I was never much of a naturalist. Most of my friends and colleagues got into biology through being bird watchers or bug hunters or flower collectors, as my father was. But no, I was always more interested in the philosophical questions. Why do we exist? Where does life come from? What's it all about? What's it all for? And so yes, that was what it still does interest me in biology. Gerade diese Fragen, die Sie jetzt nennen, sind ja eigentlich die klassischen philosophischen und auch religiösen Fragen. Also warum existieren wir überhaupt? Wie kann eine naturwissenschaftliche Disziplin auf so eine Frage eine Antwort geben? Science gives an answer to these deep questions, especially the biological part, especially the Darwinian answers that we can give to questions like why do we exist? Why do humans exist? We exist because our ancestors existed, and our ancestors existed because they existed. And we understand why. We understand what the driving force was that caused life to become ever more complicated and ever more suffused with an illusion of design. That's what's so striking about life. Unlike rocks and mountains and rivers and beaches, living things look as though somebody designed them. They look very strongly as though someone has designed them, and yet there's no designer. That's what's so fascinating about what Darwin did. Darwin took what must have seemed, indeed did seem, to everybody as being overwhelmingly laden down with the idea of design. Darwin showed that it wasn't. Das klärt aber noch nicht die Frage, warum es überhaupt etwas gibt. Also wenn die Sache mal beginnt mit der Evolution, klar, dann kann man das erklären. Aber warum es überhaupt ein Universum gibt, warum es Materie gibt? You push the question back to why the universe exists, which is beyond my area of competence. That's a question for a physicist. And if you had Stephen Hawking or Roger Penrose here, you would be asking them that question. So I have to give an answer which is that of an amateur, that of a professional biologist, but an amateur in physics. Why the universe exists, it's a much more difficult question, I think. I suspect that physicists are less far advanced in answering their deep question than biologists are, because the deep question of physicists is a deeper question. But my understanding is that physicists are closing in on that answer, and that they understand pretty much everything after the first picosecond of the universe, but that the very origins of the universe itself are still a bit of a mystery, which they're working on. What I can say, and I don't need to be a physicist to say this, what I can say is that however difficult the question of the origin of the universe may be, it is most certainly not going to be helped by postulating some kind of cosmic designer. That won't help at all. Es macht ja wahrscheinlich wirklich auch keinen Sinn, dass man einfach alle Lücken, die es noch gibt in Erklärungen, dann mit Religion füllt. Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Trotzdem, können Sie noch etwas detaillierter Ihre Hauptkritikpunkte an Religion erläutern? Und wenn ich Sie richtig verstehe, bezieht sich diese Kritik ja nicht nur aufs Christentum, sondern auf Religion überhaupt, egal in welcher Ausformung. I think that religion should be criticized on intellectual grounds as providing a competitor to the scientific explanation of life and the universe. It's educationally pernicious because it gives the idea that you can evade
the responsibility to understand things by postulating some sort of easy explanation. Oh, God did it. I think that's educationally pernicious. And as a scientist and as an educator, I'm most interested in that. However, there are other problems with religion as well. The idea of faith, the idea of believing something without any evidence, the idea